I think the 1 hour walking and 1 hour sitting is more for beginners. 1 Stunde gehen, 1 Stunde sitzen ist mehr was für Beginner. I think it's better you have 1.5 hours walking and 1.5 hours sitting. It's more ideal. Ideal wäre 1,5 Stunden gehen und 1,5 Stunden sitzen. Because from experience, some the deep concentration comes after 1 hour. Aus meiner Erfahrung heraus kommt die wirklich tiefe Konzentration erst nach 1 Stunde. The walking meditation is a very important part of the practice. It fulfills various functions. Die Gehmeditation ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Meditation und hat Besides being a period of mindful relaxation and exercise, es hat einmal die Funktion der achtsamen Entspannung und der körperlichen Bewegung. it plays a very important part in balancing the faculties. Und es spielt eine wichtige Funktion in der Balance der Fakultäten. For example, some people have developed strong inclination to concentration. Zum Beispiel einige Leute haben starken Hang Konzentration entwickelt. Then the walking meditation plays a important part in balancing the faculties. Dann spielt die Gehmeditation ein existenzieller Teil in der Balance der Fakultäten. For example, they may need to do more than 1 hour walking meditation compared to 1 hour sitting. Zum Beispiel müssen sie mehr als 1 Stunde Gehmeditation machen, um die 1 Stunde Sitzmeditation auszugleichen. And the other thing is walking meditation should not be just taken as a preliminary to walking, to sitting. Das andere ist, die Gehmeditation sollte nicht als vorbereitende Meditation angesehen für die Sitzmeditation. In the history of meditation, people have gained deep concentration and insight in the walking meditation. Die Geschichte der Meditation zeigt, dass viele Leute tiefe Konzentration und Einsicht während der Gehmeditation erlangt haben. Which means that they walk very seriously and very slowly, and the mind goes into a deep concentration. Das heißt, sie gehen mit großem Fleiß und erlangen tiefe Konzentration während der Gehmeditation. For example, my meditation teacher in Thailand tells me that people go into samadhi while walking. Zum Beispiel mein Meditationslehrer in Thailand hat mir erzählt, dass Leute in Samadhi-Konzentration während der Gehmeditation fallen. When they go into concentration, they may be one leg, standing on one leg, and then they go into absorption and they don't move, they just stand on one leg for a long time. Zum Beispiel kann es passieren, wenn jemand die Gehmeditation macht und dabei ist, den Fuß anzuheben, dass er in dem Moment in die Absorption fällt und dann einfach so stehen bleibt für eine lange Zeit. I think nowadays, those days were gone. Allerdings solche Tage sind vergangen. I had an interesting experience while I was in Burma. Ich hatte eine interessante Erfahrung, während ich in Burma war. I was just trying to follow instructions. Ich versuchte nur den Instruktionen zu folgen. So I started to eat very slowly and mindfully. Und ich begann sehr langsam und achtsam zu essen. Then when they saw me eating so slowly, they put a special table for me in front of everybody. Und als ich anfing so langsam zu essen, haben sie einen speziellen Tisch hingestellt. And I became an exhibition piece. Und ich wurde zu einem Ausstellungsstück. So I requested not to be an exhibition piece. Ich darum gebeten, nicht mehr zum Ausstellungsstück gemacht zu werden. By right, you shouldn't care because everything. Ich sollte mich eigentlich nicht Sachen Gedanken machen, weil alles ist ja. So in that sense, I wasn't mindful enough. So war mehr, dass ich nicht achtsam genug war. It is very clear when a person does very good walking meditations, the sitting is usually reflected in it. Es ist ganz eindeutig, wenn jemand gute Gehmeditation praktiziert, dass das sich sofort in der Sitzmeditation umsetzt. And especially in the Vipassana, this walking meditation gives the very important initial push to the practice. Speziell bei der Vipassana-Meditation gibt die Gehmeditation eine initiale Zündung für die Sitzmeditation.
It's because the sensations, the elements, the mental processes are comparatively grosser in the walking and so more easily noticeable. Das ist so, weil die Elemente, die Empfindungen, die Geist- und Körperprozesse einfach gröber sind und deswegen leichter zu sehen. So it is easier to get a feel of the moment-to-moment mindfulness. Und es ist deswegen einfacher, der Moment-zu-Moment Konzentration, ein Gefühl zu entwickeln. This produces a initial momentum whereby it is carried forward over to the sitting. Dies kreiert ein Momentum, das in die Sitzmeditation. I also noticed that the initial levels of insight seem to arise easier in the walking than in the sitting. Mir ist auch aufgefallen, dass anfängliche Ansätze von Einsicht leicht während der Gehmeditation festzustellen sind. Besides this, the walking meditation serves to integrate the mindfulness from in the sitting and daily activities. Die Gehmeditation hilft auch als integrierender Bestand der Gesamtmeditation oder der alltäglichen Meditation. Only that in the walking meditation, the concentration that arises is not like the sitting meditation. Ist nur, dass die Konzentration, die während der Gehmeditation entsteht, nicht die gleiche ist wie bei der Sitzmeditation. Difficult to describe it. Aber es ist schwierig, die zu beschreiben. It is more like fragmented. Es ist mehr fragmentiert. It's like a jigsaw puzzle. Es ist wie ein Puzzle, ja. Here in temperate country there's some disadvantage because it's cold and you wear socks. In unseren Gefilden gibt es einen Nachteil, es ist kalt und deswegen muss man Socken tragen. And the buildings do not take into consideration the walking meditation. Die Gebäude sind nicht für die Gehmeditation gemacht. It's usually better to do it with bare feet. Es ist eigentlich besser, es mit nackten Füßen zu machen. In the summer it may be possible, huh? Im Sommer ist es möglich. And usually in meditation centers you have this construction of these walks. Und in Meditationszentren gibt es oft spezielle Gebäude, die Bahnen haben. I think you have a few good ones here. One at the top. Yeah, Es gibt auch einige gute in Deutschland. in here. In here? Yeah. Where? There's one at the top. Also es soll theoretisch einige hier geben. Da oben, wo der Hunde-Buddha ist und die Blumen, das ist. Oder die Wald. Und dann Okay. hier. What about rain and wind? Rain and wind. Still das Also ich habe dann gefragt, was war bei Wind und Regen, weil das ja alles draußen ist, das ist alles vergänglich. When I was first training, I remember there's a certain type of mat which is just right or meant for walking meditation. Als ich zuerst angefangen habe, auf einer Matte, die genau richtig war für. It is about a foot or 1.5 foot wide, you know. How wide is this? 40 centimeters? Around 40 centimeters, 40-50 centimeters. 40 zu 50 Zentimeter breit. Then about 10 meters. Und dann 10 Meter lang. And you just roll it out. It's made of a certain type of reeds. Macht aus bestimmter Blech. And it's quite thick, you know. Und ist relativ dick. So that you roll it on the floor, it doesn't move around. Und wenn man es ausrollt, dann liegt es fest auf dem Boden. And then it's not too soft, but right consistency. Und es ist nicht so weich, sondern hat eine gute Härte, Konsistenz. It seems that it's only produced in one place in Thailand. Aber es sieht so aus, als wenn es nur in einem Platz in Thailand gibt. I've not seen it anywhere else. Ich habe es nirgends anders bisher gesehen. Ever since then I've been looking for substitutes, but I've never found a satisfactory one. Und seitdem suche ich für irgendwas anderes, aber habe nichts gefunden, was die gleiche Qualität hat. Maybe you can have some creative ideas. Vielleicht hat hier jemand eine kreative Idee. By grass. Was ist mit Gras?
It's a tau grass actually. I'm talking about live grass. Oh. Grass is a little bit wet because insects underneath sometimes. Prickly stones. Gras ist deswegen nicht ideal, weil es Insekten gibt in dem Gras und manchmal kleine Steine. Anyway, today we come back to today's talk, Meditation on Consciousness. So, jetzt kommen wir zurück zum eigentlichen Thema des Dhamma-Talks, Meditation über das Bewusstsein. Now it comes a bit tricky. Und jetzt wird's etwas verzwickt. Start by telling you a story. Ich fange an mit einer Geschichte. It involves a group of Malaysians going to Thailand to meditate. Das handelt von einer Gruppe von Malaien, die nach Thailand gingen, um zu meditieren. You may not know, but Malaysians can be very gullible, at the same time very skeptical. Ihr mögt es nicht wissen, aber Malaien sind auf der einen Seite sehr leichtgläubig, auf der anderen Seite sehr kritisch. Because they're gullible, because they're Asians, skeptical because they've received Western education. Sie sind leichtgläubig, weil sie Asiaten sind, und auf der anderen Seite sehr skeptisch, weil sie eine westliche Erziehung genossen. So they made some contact with a meditation group in Thailand. Hergestellt mit einer Meditierenden in Thailand. And this meditation group, they belong to the forest tradition. Und diese Meditationsgruppe gehört zu der Waldtradition. And the teacher there is very respected. Das ist ein sehr respektierter. They usually do samatha meditation first, and after that they proceed to wash the mind, the consciousness. Dort wird zuerst Samatha-Meditation praktiziert und dann wird gewechselt auf die Beobachtung des Bewusstseins. So when they went there, they ran into a bit of complications. Als sie dann dort hingingen, haben sie einige Schwierigkeiten gehabt. There were a few simple rules or instructions. Einige simple Regeln und Instruktionen. First, they say, always return to the neutral mind. Erstens, kehrt immer zurück zum neutralen Geist. And the second is, always be with the knowing mind. Und zweitens, immer mit dem wissenden Geist zu sein. Now, what happens is everybody started interpreting in their own way. What is the neutral mind and what's the knowing mind? Was passierte ist, dass jeder eine andere Interpretation davon hatte, was die wissende Geist ist und das neutrale Bewusstsein. It's understandable because it's the basic instruction. Das ist ziemlich verständlich, weil das sind die Basisinstruktionen. So they start asking the assistant teachers. Deswegen haben sie die Assistenztrainer gefragt. And the assistant teachers, they start giving different answers. Und die Assistenzlehrer haben unterschiedliche Antworten gegeben. What happened was, the old master is more or less retired. He's left the main teaching to all his assistants. Der alte Lehrer ist mehr oder weniger pensioniert und hat das Lehren an seine Schüler abgegeben. And so these Malaysians would not rest until they get the right answer, which created a bit of conflict. Und die Malaien gaben keine Ruhe, bis sie die richtige Antwort bekamen, was einiges an Konfliktpotenzial mit sich brachte. You see, because in those society they are very devotional and they never ask too much. It becomes rude. In diesen Gesellschaften sind sie sehr demütig und deswegen wird nicht so viel gefragt. So they started offending people. Und deswegen haben sie einige Leute verletzt. No, but it wasn't intentional. It was just meant to try to get the right instructions. Es war nicht absichtlich, es war nur der Versuch, die richtigen Instruktionen zu bekommen. So finally, you had to go right to the Grandmaster. Und zum Schluss mussten sie den Großmeister fragen. Which was actually very simple. Was eigentlich relativ einfach war. The neutral mind is the mind with mindfulness. Der neutrale Geist ist der Geist mit Achtsamkeit. And the knowing mind is the mind with wisdom. Der wissende Geist ist der Geist mit Weisheit. This is to illustrate the dilemma when you talk about what is the mind. Das Dilemma ist, was ist der Geist? When people start using their own words, then can create a bit of confusion. Wenn die Leute ihre eigenen Worte benutzen, kann das zu einiger Verunsicherung führen. Because it refers to certain specific
experiences. Weil es zurückzuführen ist auf einige bestimmte Erfahrungen. And in meditation you need to be specific. Und in der Meditation muss man sehr spezifisch sein. At this point the Abhidhamma comes to the rescue. Aber an diesem Punkt kommt Abhidhamma zur Rettung. Because the Abhidhamma uses very precise terminology for certain states of mind. Weil das Abhidhamma sehr präzise Definitionen bestimmter benutzt. It will be of help if you have learned Abhidhamma. Es ist hilfreich, wenn man Abhidhamma gelernt hat. If not, then you have to improve the communication with the teacher. Wenn man Abhidhamma nicht gelernt hat, dann muss man die Kommunikation mit dem Lehrer verbessern. So when I talk of meditation and consciousness, I have to start with some definitions. Wenn ich über Meditation auf das Bewusstsein rede, dann muss ich mit einigen Definitionen anfangen. So when we say consciousness, you refer to the word Pali word citta. Wenn wir von Bewusstsein reden, dann benutzen wir das Wort Chitta in Pali. So what is the citta? Also was ist Chitta? You've all studied Abhidhamma, I heard. Ihr habt alle Abhidhamma studiert. See? Yeah? What is the citta? Was ist Chitta? Citta? Huh? You mean cognize? Senses cognize? That's what the definition is. That phenomenon that cognizes the object, that is the citta. Can you say again slowly? That phenomenon Das Phänomen, that knows the object, das das Objekt kennt, that is das ist citta. die Chitta. Das ist die Gedanke. Kontakt mit Sinnesorgane. In other words, the knowing. Mit anderen Worten, das Wissende. But the different what you call words they use. Sometimes the translation you see in books is things of the object. Eine andere Definition ist das, was über das Objekt nachdenkt. Nicht nachdenkt, oder? Wie hört man es dann übersetzt? Das Objekt kennen oder sich des Objektes bewusst ist. Ja. Das finde ich die beste Übersetzung. So the word thing actually is not very suitable, but you read it in books, Das Wort Sache oder Ding ist das nicht gut geeignet, aber das ist, was man oft in Büchern liest. The Thais use the word reception. That Dhamma, that phenomena that receives the object. Die Thais benutzen die Definition, das, was das Objekt entgegennimmt. I think what is important is the experience of it. Das Entscheidende ist die Erfahrung, To experience the knowing. dass man das Wissen erfährt. You find that there's so many types of knowing. Man stellt fest, dass es so viele verschiedene Typen von Wissen oder Erkennen gibt. So that's why they say there's so many types of chittas, or consciousness. Deswegen sagt man, es gibt sehr viele verschiedene Chittas. To me, I consider the chitta as the mind. Für mich ist Chitta einfach der Geist. Simple. Ganz einfach. To be more precise, the mind in an instant. Um exakter zu sein, der Geist in einem Moment. If you think of this way, then you don't get too complicated. Wenn man es so einfach beschreibt, dann wird es nicht zu kompliziert. You just watch the mind and see what's happening there. Man beobachtet einfach den Geist und sieht, was passiert. My meditation teacher used to say, he's an Abhidhamma teacher. People who learn Abhidhamma get caught up with Abhidhamma concepts. Mein Abhidhamma-Lehrer, der auch Meditationslehrer ist, sagt immer, dass die Leute, die Abhidhamma studieren, in den Konzepten sich verstricken. It's very difficult to get rid of. Es ist sehr schwierig, das aufzugeben. So what is a help? If you're not careful, it can become a hindrance. Was eine Hilfe sein kann, kann auch ein Hindernis sein, wenn man nicht vorsichtig ist. The idea is to just try to be able to separate theory and experience. Die Idee ist, dass man die Theorie von der Erfahrung trennt. Even when they first come to meditate, you begin to get the feel of the mind, citta. Selbst wenn man zum ersten Mal zum Meditieren kommt, bekommt man ein Gefühl für die Chitta.
When you start to try to meditate, you will know that it's so difficult to control the mind. Wenn man anfängt zu meditieren, dann stellt man sehr schnell fest, dass es sehr schwierig ist, den Geist zu kontrollieren. That's because in the past you have not really tried to control it. You just follow its wishes. Weil man in der Vergangenheit nie versucht hat, den Geist zu kontrollieren, sondern er einfach blind gefolgt ist. So when you first come to meditate, you find that there's so much thinking. It thinks and it sleeps and it does all sorts of things. It just wouldn't listen to you. Zum ersten Mal zum Meditieren kommt, dann stellt man fest, wie man denkt, wie viel man lebt und wie unkontrollierbar der Geist ist. This we call the hindrances or the akusala citta, unwholesome consciousness. Das nennen wir die Hindernisse oder die unheilsamen Bewusstseinszustände. So the first step is to recognize them with mindfulness and see them pass away. Das erste ist, sie festzustellen mit Achtsamkeit und dann das Vergehen zu beobachten. So there is first thing is to able to differentiate between the consciousness with mindfulness and the consciousness without mindfulness. Der erste Schritt ist zu unterscheiden zwischen einem Bewusstseinszustand mit Achtsamkeit. And unless one can differentiate these, the hindrances, the defilements will keep coming in. Wenn man das nicht unterscheiden kann, werden die Hindernisse oder die Verunreinigungen kommen. And they can be quite sneaky. Und die hinterlistig sein. So the first part is to able to recognize clearly that these are this type of consciousness with the hindrances. Also ist der erste Schritt, genau festzustellen, dass dies die Bewusstseinszustände Hindernissen sind. At this point, it will be useful to differentiate the two, the mind, the consciousness and the mental factors. An diesem Punkt ist es sinnvoll zu unterscheiden zwischen mentalen Faktoren und dem Bewusstsein. At one moment of time, they arise together and they pass away together. You cannot really separate them. In einem Moment können die beiden zusammen entstehen und zusammen vergehen. Man kann But over a period of time, for the sake of knowledge, you can able to see the difference between the two. Aber eine längere Periode kann man den Unterschied zwischen. The differentiation is also has its importance because of the defilements and attachments and the wrong views that are connected with the citta, the consciousness. Diese Unterscheidung ist wichtig. Man erkennen muss die Unterschiede zwischen attachments and the defilements connected with the consciousness. Die Verunreinigung, die Anhaftung, die mit diesem Bewusstseinszustand verbunden sind, zu erkennen. What's the difference between the citta and cetasika? Was ist der Unterschied zwischen Citta und Cetasika? But even the mind, cognizing awareness is the mind also. Then what happens when the cognizing awareness is not there? Or the thinker and the same. Anyway, my Thai teacher used to explain it to us this way. Mein Thailehrer hat es uns immer so erklärt. They use the simile of the water. Er nutzt das Beispiel des. If the water is the citta, the consciousness, the state of the water is the cetasika, mental factor. Wenn das Wasser die Citta ist, das Stadium des Wassers. Let's say, to give the example, like when you have anger, it's like boiling water. Wenn man zum Beispiel Ärger hat, dann ist es wie kochendes Wasser. So the boiling state of the water is anger, is the cetasika, the mental factor, and the water that is boiling is the citta, consciousness. Das kochende Wasser ist die Cetasika und das Wasser selbst ist der Bewusstsein. Another example is when the water is very calm. So the calm state of the water is the mental factor, and the water that is calm is the consciousness. Das Wasser, was calm, ruhig ist, that calmness is the mental factor. Die Ruhe ist der mentale Faktor. And the water that is calm is the Und consciousness. das Wasser, was ruhig ist, ist das Bewusstsein. All concepts. Viele Konzepte. What usually happens is the mental factor, the cetasika, is more apparent than the citta.
consciousness. Was normalerweise passiert ist, dass mentale Faktoren klarer sind. For example, during when you're doing meditation and doing mindfulness, there is the noting mind and the knowing mind. Wenn man zum Beispiel meditiert, dann ist da der wissende Geist und erkennende Geist. The noting mind is like the mindfulness that goes about watching rise and fall, watching pain. You can see it running about. Der wissende Geist ist der, die Bewegungen feststellt, das Herumrennen. And the knowing mind is something which is seems to be always there at the background. Und die wissende Geist ist etwas, was im Hintergrund ist, was immer da zu sein scheint. They actually occur together, but because the mind is not fast enough or sharp enough, they seem to be distinctly different. Eigentlich entstehen sie immer zusammen, aber wenn der Geist nicht scharf genug ist, man als unterschiedlich. So what happens is people can see the mental factor as changing and moving about, but they cannot see clearly the consciousness, the knowing mind that is at the back. Was passiert ist, dass die Leute, die können die bemerkende Bewusstseinszustand erkennen und sehen, aber nicht im Hintergrund die wissende Geist. And because of that, many people get attached to the consciousness as the self, because they don't see change in the consciousness. Und weil viele Leute diese Veränderungen nicht erkennen können, glauben sie, dass das Bewusstsein das Ich ist. So they attach to the consciousness as the self or everlasting. Und sie haften an dem Bewusstsein als ein eigenes Selbst. Even nowadays I'm surprised that there are people who say that the awareness is Nibbana. Ich bin erstaunt, dass es selbst heute noch Leute gibt, die glauben, dass das Aufmerksamkeit Nibbana ist. These are supposed to be meditation teachers. Und das sollen Meditationslehrer sein. And during the Buddha's time, this was also common because people have attained to absorptions. They think they have reached Nibbana. Auch während des Buddhas Zeit gab es Leute, die Absorptionen erreicht haben und glaubten, dass das Nibbana war. This is more understandable because the state is so peaceful and so subtle. Das ist leichter zu verstehen, weil dieses Stadium so friedlich und so subtil ist. So when you are going to the consciousness, you are beginning to be interesting. Wenn man zum Bewusstsein kommt, dann wird es interessant. You start by learning to watch the different type of unwholesome consciousness and seeing them change. Man fängt damit an, die verschiedenen Stadien der unheilsamen Bewusstsein zu beobachten und die Veränderungen zu betrachten. In the beginning you see mainly the mental state changing. Am Anfang sieht man eher die mentalen Stadien sich. Then later you see the consciousness together with the mental state changing. Und später sieht man, wie das Bewusstsein sich zusammen mit den mentalen Stadien verändert. For example, when you let's say you have northern topo. Man zum Beispiel zuerst müde ist. Then you feel this getting sleepy, heavy, then you not mindful. Then after that it goes off, become brighter, after sleepy again. It's like a big tug of war. Und wenn man zum Beispiel schläfrig wird und der Geist immer dumpfer wird, dann zieht man sich wieder zurück und er ist wieder heller und klarer. Und dann verfällt er wieder in diese Stadien. Then we come a point where you find that the sleepiness or the sloth and torpor suddenly breaks. Und es kommt ein Punkt, wo man feststellt, dass die Müdigkeit bricht. You find that as if we use the word as if you're a completely different person. Und wir benutzen das Wort, dass man wie eine komplett neue ist. That means the mind has completely taken a different form. Der Geist hat plötzlich eine komplett andere Form angenommen. In other words, when the distinction becomes clear, then you see clearly the change of the consciousness, not just the mental factor. Wenn dieser Unterschied klar ist, dann erkennt man auch zwischen dem Bewusstsein und dem Mann. We know that it is not the same consciousness, it is distinctly a different consciousness, different mind. Fest, dass es sehr unterschiedlicher Bewusstseinszustand ist. This is looking at it in a grosser manner. Das ist, wenn man es in einer groben Art anschaut. In a finer manner, you can see them arising and passing away, like being cut by a knife. In der etwas feineren Ansichtweise kann man sehen, dass sie
entstehen und vergehen, mit einem Messerzerschnitt. In such cases, it is more usually of the mindfulness itself. In diesem Fall ist es mehr die Achtsamkeit. But it can occur also with the thinking. Aber es kann auch auftreten beim Denken. But this occurs more with people who have been practicing meditation before. Aber das passiert mehr bei Leuten, die Meditation schon vorher praktizieren. It's possible when you catch the thinking and thinking completely disappears and the whole mind goes as if for a moment into void. Es ist, wenn man in der Lage ist, das Denken zu erfassen und in dem Moment der Geist in ein völliges Loch. Then immediately following it, there's another clear, peaceful consciousness. Und unmittelbar danach ist ein friedlicher, klarer Geisteszustand. Some people even go to the extent of thinking that split second of a void is Nibbana. Einige glauben sogar, dass dieser Bruchteil von Kunde Nibbana ist. Actually, it's anicca, impermanence of the consciousness. In Wirklichkeit ist es die Vergänglichkeit des Bewusstseins. In observing this consciousness with defilements, it is first one has to learn the skill of looking face to face directly with the consciousness. Wenn man diese versiegenden Bewusstseinszustände betrachtet, man erstmal sie Gesicht zu Gesicht. For example, again, if using sleepiness, we know we are sleepy, but we don't know, but we are quite blurred when we are sleepy. Wenn wir zum Beispiel müde sind und schläfrig, dann ist das nicht so klar. And when it actually comes, we don't know. Und wenn dieser Zustand kommt, dann wissen wir es meistens nicht. So, if you are determined to have a clear look, clear perception of how this sleepy mind is, and you can catch it, it will disappear at that very moment. Wenn man in der Lage ist, genau wahrzunehmen, wie dieser schläfrige Bewusstseinsstand ist, in dem Moment vergeht er. I remember once, long ago, when I made the effort to sit through the sleepy state of mind and to catch it. Ich erinnere mich daran, als ich einmal mit großen Anstrengungen durch diesen schläfrigen Zustand gesessen habe und versucht habe, es genau zu analysieren. My head was always knocking for a long time. Mein Kopf hing runter und runter für eine lange Zeit. It took me more than 1.5 hours of nodding to catch it. Es hat mich mehr als 1,5 Stunden dieses Nickens gebraucht, bis ich in der Lage war diesen Zustand. And when I caught it, it seemed to me like something dark and rounded. Aber als ich es gefangen habe, machte es für mich den Eindruck eines runden, dunklen Zustandes. But when I catch hold of it, the sleepiness immediately disappeared. Aber in dem Moment, wo ich es gefangen habe, in dem Moment war der Zustand auch wieder vorüber. It goes the same for all the other defilements like craving. Es ist das Gleiche mit allen anderen Verunreinigungen, wie zum Beispiel die Gier. For example, how is craving like? Wie ist zum Beispiel die Gier? So next time craving arises, look directly and get a good look at the face of craving. Nächstes Mal, wenn eine Gier entsteht, dann habt einen guten Blick auf es. Analysiert es genau. It's actually something very wretched. Wretched? Wretched. Das ist etwas sehr Verkommenes. Because when you crave for something, it is the feeling of miserable and not enough and wanting, I want. Wenn man die Gier hat, dann ist es nie genug und man will und will. It's not very pleasant. Das ist keine sehr schöne Sache. So when you recognize it, say, this state of mind is here. Also versucht es zu fangen und den Zustand zu. And when you see the unwholesome state, you naturally let it go. Und wenn man die Unheilsamkeit dieses Zustandes erkennt, dann lässt man es auch gerne. And when you let go, then you feel as if a fever has just gone. Wenn man dann loslässt, dann ist das Gefühl, als wenn ein Fieber vergeht. Some people meditate, they want results. I want results. Zum Beispiel einige Leute meditieren mit dem Anspruch, Ergebnisse zu haben. The moment they give up, okay, I give up. Whatever comes, I will accept. And then you feel that all the fever is gone. Und wenn sie dann aufgeben und sagen, okay, ich akzeptiere was immer, dann ist es wie, als wenn ein Fieber vergeht. And then mindfulness and concentration automatically comes. Und dann kommen Achtsamkeit und Konzentration von alleine.
It's irony. When you want, you can get. When you don't want, you get. Das ist die Ironie. Wenn man will, dann bekommt man es nicht. Und wenn man es nicht will, dann bekommt man es. Actually, this is one of the laws of nature. Eines der Gesetze der Natur. Those they want, they can get. Those they don't want, they have everything. Die wollen, bekommen es nicht. Und die nicht wollen, haben alles. So when you can start looking into these states of mind, you open yourself to a different world inside. Wenn man anfängt, diese Bewusstseinsstadien zu beobachten, dann öffnet sich einer neuen Welt. Those forces are all underlying all our minds. Diese Kräfte sind die unter unserem Bewusstsein liegen. And these mental states takes all different forms. Und diese mentalen Stadien nehmen verschiedene Formen an. It's something very interesting. Das ist etwas sehr Interessantes. And when you start seeing more and more of these mental states changing and changing, then you can get a better feel of the consciousness. Wenn man diesen Wechsel der mentalen Stadien besser erfassen kann, dann bekommt man auch ein Gefühl dafür, was Bewusstsein ist. You don't see just the waves and the ripples, you see the whole river flowing. Man sieht nicht nur die Wellen sondern sieht den ganzen Fluss fließen. So the ripples and the waves are like the mental factors and the river is like the mind. Die Wellen sind dann das mentale Bewusstsein und der Fluss ist wie der Geist. This is a great relief to be able to let go and be detached from the mind. Und es ist eine große Erleichterung, den Geist loslassen kann. As long as there's some kind of attachment, there's some kind of anxiety, some kind of fear, some kind of suffering. Solange da noch immer Anhaftung ist oder As long as there's some attachment to the consciousness, ist der Anhaftung an das some kind of suffering, eine Form von Leiden. one should not underestimate the practice of observing these hindrances. Man sollte die Praxis der Betrachtung dieser Hindernisse nicht unterschätzen. Because you look at it, it is included in the Satipatthana, Dhammanupassana. Wenn man genau hinsieht, dann ist es auch in der Satipatthana Sutta enthalten. In other words, insight can arise through watching these defilements. Mit anderen Worten, Einsicht kann entstehen durch die Beobachtung dieser unheilsamen Zustände. For example, when there is this what called a perception of abandonment, pahana sanya. Abandonment. Yeah. That means when you watch the defilements and when mindfulness arises, you see the abandoning or the cutting off of the defilements. Wenn diese Verunreinigungen entstehen, dann kann man, wenn man sie achtsam betrachtet, kann man sehen, wie sie zerschnitten werden. This is actually the process of purification. Das ist genau genommen der Prozess der Reinigung. And the truth of anicca, dukkha, anatta can also be seen with the defilements, while the defilements cease. Wahrheit der drei Charakteristika kann auch genau gesehen werden. So when you have been practicing and your mindfulness is strong, while you're watching the thinking, while you're watching the sleepiness, some degrees of insight can also arise. Wenn eure Achtsamkeit trainiert ist und ihr beobachtet das Denken, dann kann dadurch auch Einsicht entstehen. Stop here tonight. Ich glaube, wir hören hier auf für heute. Gibt es Fragen? Mindfulness and wisdom, are they like synonyms or? Wisdom is a development, further development of mindfulness. Ja, diese Achtsamkeit und Weisheit, ob die Synonyme sind. Und der Bhante sagte, ja, dabei. And mindfulness is very sharp and it is directed at realities, then wisdom. Wenn die Achtsamkeit sehr scharf ist und auf die Realität gerichtet ist, dann entsteht Weisheit. Could you explain this point once more? Why or when consciousness is mistaken as a self? I didn't fully understand this. Könnten Sie vielleicht nochmal den Punkt erklären, warum oder wann das Bewusstsein als ein Selbst missverstanden wird? Because people have a tendency to identify themselves with things. Weil die Leute eine Tendenz haben, sich mit Sachen zu identifizieren. Identify themselves with the body, they identify themselves with the feelings.
identifizieren sich mit dem Körper, mit den Gefühlen. Same way they identify themselves with the mind. Deswegen identifizieren sie sich auch mit dem Geist. It's easy to see that with some explanation it's easy to tell a person he is not the body. Mit ein bisschen Erklärung kann man den Leuten noch erklären, dass der Körper nicht ihr Selbst ist. Because the body grows old and it dies. Weil der Körper einfach älter wird und dann stirbt. Feelings is a little bit more difficult, but you can still see feelings come and go. Mit Gefühlen ist schon etwas schwerer, aber man kann die Gefühle immer noch kommen und gehen sehen. But the consciousness is more difficult. Aber mit dem Bewusstsein ist es sehr viel schwerer. Because of we call it compactness, we call it compactness of the function, compactness of the continuity. Durch die Kompaktheit dieser Funktion and continuity. Und der Kontinuität. Usually people say, okay, there's seeing, there's hearing, there's smelling, there's touching, but they say, it's the same mind that does it, For example, people know they're seeing, hearing, smelling, but they think it's the same mind that does it. Zum Beispiel mit Sehen, Hören, Fühlen glauben die Leute oft, dass es der gleiche Geisteszustand ist. And because they cannot differentiate the different consciousness involved, they think it's the same consciousness and they think it is continuous. So they identify themselves with that. Weil sie die unterschiedlichen Bewusstseinsumstände nicht differenzieren können, glauben sie, dass sie kontinuierlich ist und oder das Gleiche ist und identifizieren sich damit. Yeah. So how to break through that? By very clearly distinguishing all the different factors of mind. To be able to see the discontinuity of the consciousness. You start by watching the discontinuity of the mental factors. And from there you go into when you see that clearly, it goes into the consciousness. Why do you want to break it? If you have see consciousness, you see consciousness. Break into the discontinuity. But can the consciousness at the same time be at three places, like nose, eye? Cannot. Cannot. Yes. So consciousness is not composed of five, but when one of the things are activated, it appears to be consciousness. Yes. When the other one is activated, we find a relationship and one mind. Yeah, but this one we talk, we know, Yeah. But experiencing it is a different thing. I have another question. You mentioned that example in Malaysia and Thailand, and for me it's not quite clear, the first one, to come back to the neutral consciousness. And that is, the Master said, with sati, with mindfulness. Yes. But sati is only in the wholesome consciousness. So for me, I would not say that it's neutral. But does he mean the object of any mindfulness is neutral? That's where I say that, because the definitions they use in a certain tradition, within the tradition they may know because they have been practicing it under the masters, but outside that it's not applicable because it's their own definition. They don't refer to the Tipitaka's definition. Sometimes they use words from the Tipitaka, like Bhavanga and so on, but they actually mean different things. Not that the practice is wrong, it's just the different use of the terminology, because they are not scholars. But do you know what they mean with neutral? I think what they might mean is, which we will come into this when we talk about the practice of watching consciousness. It refers to a state of mind that when you are very mindful, the mind is very stable and indifferent. It's just like the mind at one point and you just be mindful. So it is like something very stable and something very even and something one-pointed. So it's like a very neutral state. From the Vedana, it's yes. neutral. I think it emphasizes more on that mental factor, tatra majatata. That mental factor which is balanced and so neutral. So when you always come, this becomes actually like a primary object of the consciousness. Point where you use it, of the consciousness, use like a primary object. You always come back to that, and whatever comes, it knows. But the consciousness is wholesome, neutral. No. It's wholesome, neutral. Sati and I think you used the word neutral in terms of balance. No question. Is it Upeka mindset?
Upeka, yes, upeka, but upeka again can be wholesome and unwholesome and so on, Yeah, so you use tatra majatata, the mental factor of tatra majatata, which they translate as, translate as neutrality of mental factors, something like that. Die Kompaktheit des Bewusstseins erscheint mir, da kommt mir so vor, dass die hauptsächlich durch die Erinnerung hervorgerufen wird. Wie wird etwas erinnert oder wie vererbt sich die Erinnerung vom Bewusstsein? Die Kompaktheit des Bewusstseins. I try, please correct me. The illusion of the compactness of consciousness. How does the remembrance look like? Because we remember something is continuous. Yes, before I know I am Thomas. Yes. Or the new consciousness know I am Thomas. How the information goes from one consciousness to the other consciousness. That's what you call the sanya, perception. How does sanya makes this? Is this Sanya makes the connections. It links. Sanya is a linking point. Through certain characteristics in the object, it links to other characteristics in other objects. The similarity. That's why they call the training in memory. They use associations of different similar characteristics. They group them all together. Because with the mind, there are everything there. It's the biggest library, or you can say it's the biggest rubbish dump. The whole thing is there. So it's better the mind picks it up. But memory is also impermanent, That's the cracking point, to realize memory is impermanent. But sometimes we hang on as I to the memory. Once, when I was in New Zealand, there was one lady who was a bit on this point. She asked a very relevant question, because her father had suffered from Alzheimer. You forget everything, So before he died, he was just like a vegetable. So he asked me, "Where's my father? Is he there?" So she was very disturbed. So I had to explain the anatta, non-self of the 5 wickets. Okay, I think. So summarize. Idam me punyang asavakayavahang hotu. Idam me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabba satanang dema sadhu.